Ja, mit diesen ersten Eindrücken heiße ich euch abermals herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter Video. Und zwar befinden wir uns hier an der Standort-Schießanlage 623/2 in Oberstraubling, ebenfalls zu finden auf dem Standort Übungsplatz Oberhinkhofen. Und das Ganze hatte laut der Datenbank hier Bestand vom 1.4.72 und wurde aufgelöst am 31.05.1999. So, jetzt erzähle ich eigentlich so ein bisschen auch die Unwahrheit, denn der Bereich, den ihr hier jetzt gerade vor euch seht, und dazu machen wir euch entsprechende Einblendungen, das ist Bereich, ihr seht das auch hier, die ist der ganz langgestreckte Wall, der sich bis da hinten hinzieht. Das hier ist Schießbahn, ehemalige Schießbahn der Wehrmacht. Und das war ein Riesenteil hier. Das war wirklich richtig groß. Ich weiß noch gar nicht, inwiefern ich euch diese Standort-Schießanlage, die ehemalige, überhaupt richtig zeigen kann. Da ich das jetzt hier gerade zuerst mal entdeckt hatte und entsprechend hier einfach mal eben wenigstens einen groben Überblick geben kann, was das hier ist. Ich markiere hier so auf der Karte mit dem Pfeil, wo wir uns gerade befinden. Wir gehen jetzt allerdings, bevor wir uns da vorne in dieser Zeckenwiese verrennen, begeben wir uns erstmal hier vorne in den Bereich. Und da ist schon interessante Struktur. Hier haben wir nämlich, die wir auch schon im Brander Wald gesehen haben, die Kurzwaffenschießstände der Wehrmacht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Vorne steht ein Auto, vielleicht ist da auch irgendwie jemand, mit dem ich mal sprechen kann. Aber das Gelände hier ist komplett frei zugänglich. Hier ist keinerlei Schild oder sonst noch irgendwas. Von daher ist das schon mal erstmal eine recht angenehme Geschichte. Ja. So, dann gehen wir jetzt direkt mal hier zu dem allerersten Stand hin. Komm nur mal her. Ja, der kriegt auch gleich noch mal eine Pause. Ne? Der muss mal ein bisschen trinken. Inwiefern diese Dinger jetzt hier auch von der Bundeswehr nachgenutzt wurden, das vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß nur eins, im Brander Wald, da haben wir das ja gesehen, da waren ja da oben auch gerade in den Betonsturz, waren unglaublich viele Beschussspuren, als wenn da jemand extra drauf geschossen hat. Und das haben wir hier ganz wenig. Das sind also ganz wenige Ausreißer, die da oben mal gelandet sind. Der Rest ist ja genauso wie in Aachen. Entsprechend hier sieht man dann die ganzen Beschussspuren. Ja, der Sand, der hier mal drin war, der wurde dann irgendwann auch mal entfernt. So sieht das hier aus. Ja, ich lasse den Hund jetzt erstmal hier ein bisschen Pause machen. Der muss sich mal ein bisschen abkühlen. Und sobald das einigermaßen geschehen ist, werden wir da vorne rüber gehen und mal eben schauen, was wir hier noch sehen können. Ja, vorne auf dem Stand waren wir gerade. Hier sehen wir die Geschossabweiser. Das Ganze ist hier noch einiges besser erhalten als der erste Stand. Ja, ich habe gerade mit Leuten gesprochen, die sagten, auf die Hauptschießanlage kommt man wohl nicht drauf. Das ist halt dieser Bogenschießstand, das ist da auch irgendwie geschlossen oder wohl geöffnet, aber ja, wie auch immer. Haben wir aber wohl keine Möglichkeit, da gleich zu filmen. Deshalb ist natürlich schön, dass wir hier wenigstens diese Struktur hier mitnehmen können. Weil hier muss ich dann auch sagen, das ist hier auch, also ich gehe davon aus, dass hier auch irgendwie eine Nachnutzung stattfand. Also ich bin gerade eigentlich so ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Denn gut, hier ist der Geschossfangsand ist da noch drin. Aber das hier ist natürlich alles modern. Das ist vollkommen klar. Diesen Strahler hier oder diese ganzen Kabelklemmen oder Kabelführungen, das ist natürlich alles neueren Datums. Und auch dieser gesamte Beton hier, das ist mit Sicherheit nicht aus der Wehrmachtsnutzung. Das hat man also, da gehe ich jetzt ganz stark von aus, zu Bundeswehrzeiten nachgenutzt. Das heißt, der stand da vorne auch, da machen die gerade ihr Bogenschießen. Das werden wir jetzt dann nicht filmen. Das werden die hier nachgenutzt haben von der Bundeswehr. Den Stand werden sie entsprechend nicht nachgenutzt haben. Deshalb sieht das hier auch von der Verkleidung her und so weiter noch so ordentlich aus. Oder eben haben wir hier diese modernen Strukturen, die es da eben früher noch gar nicht gab. Die haben wir ja im Brander Wald auch nicht gesehen. Ja. So erklärt sich das jetzt hier für mich. Wenn da einer
das noch viel besser und ganz toll weiß, bitte in die Kommentare. Gerne aber auch dann mit einer Quelle, was das hier war. Der hätte ich auch gerne mal eine Quelle zu. Das wäre jetzt auch interessant. Da hinten ist noch so ein Teil. Gut, dann gehen wir jetzt, wie gesagt, das ist alles hier Wehrmachtsschießbahn. Und ihr seht auch, ich denke, man kann es sehen, geradeaus, da ist so ein leichter Wall. Rechts daneben ist noch ein leichter Wall und so weiter. Das sind also diese einzelnen Schießbahnen alle, die ich euch ja auch schon in der Karte gezeigt habe. Ja, da wird schön geschossen. Die haben sich da ein Ziel aufgestellt in dem Zielfeld. Kann man auch prima machen, finde ich. Und dann kommen wir hier entlang. Hier kann man irgendwie rein. Hier geht es weiter und da vorne sind wieder Kurzwaffenschießstände. Das gehe ich auch davon aus, dass die, ja, wobei, da sind jetzt keine Emissionsdinger, Stände, keine Kugelfang, da ist echt nichts, also der Kugelfang gut, der große, aber keine Ableiter, hier sind auch keine Wälle davor. Entzieht sich ganz einfach meiner Erkenntnis. Das müsste man vielleicht auch in der Luftbildaufnahme noch mal genau eruieren, inwiefern dieses hier auch Wehrmacht ist. Ich gehe da schon bald von aus. Aber ob das dann, wie gesagt, nachgenutzt wurde, das kann ich jetzt einfach nicht sagen. Hier vorne seht ihr auf jeden Fall den Zaun der eigentlichen Standort-Schießanlage. Die befindet sich dann da vorne weiter rein. Vorne ist so ein Wasserablauf. Wir gehen hier einmal eben vorbei. Wir wollen hier mal die Eindrücke so gut es geht natürlich mitnehmen. So viel wie möglich filmen. Also hier nochmal 3 dieser Schießstände. Ah ja, guck, und wir können hier auch geradeaus vorbeigehen und kommen dann zum Haupteingang dieser Standort-Schießanlage. Ich möchte es zumindest mal eben gefilmt haben, damit ihr einen Eindruck habt, wie es da aussieht. Und ich selber natürlich auch. Ich war da ja auch noch nicht. So, noch ein letzter Blick hier rüber. Und dann schalte ich euch gleich wieder zu. Regensburger Bogenschützen e.V. Ja, die sind hier untergekommen. Ich hätte euch auch dran lassen können, weil wir sind da gerade raufgekommen. Direkt im Anschluss ist dann hier diese Einfahrt. Ja, das nehme ich an, dass es hier die Haupteinfahrt ist zu dem Gelände. Ich habe da hinten auch schon Leute gesehen, die da ihrem Bogensport frönen. Ja, was soll ich sagen jetzt, ne? Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man hier so überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendwem hat. Man kann also hier, ne, nicht einmal ein Gespräch führen oder mal irgendwie höflich nachfragen. Geht alles gar nicht. Ist also einfach abgeregelt, die Geschichte. Und ich gehe da jetzt auch nicht drauf. Ne? Das ist ja auch aktiv, das sind Leute. Ne? Wenn jetzt hier keiner wäre, ja gut, weißt du was? Klar, dann geht man drumherum, man schaut mal, ob man irgendwo ein Loch im Zaun findet und dann geht man da drauf. Ne? Machen wir in diesem Fall aber nicht. Tja, von daher, das Einzige, was wir machen können, wir gehen hier noch mal einmal vorher. Wir müssen da in die Richtung wieder. Und dann gehen wir noch einmal ans Ende von den langen Schießbahnen der Wehrmacht. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Ich schaue euch wieder dazu. Links ist die Standort-Schießanlage und hier seht ihr diese Welle von der ehemaligen Wehrmacht-Schießanlage. Hier ist noch irgendein Flaggenmast, das heißt, da wurde auch mal entsprechend die Flagge gehisst, wenn hier irgendwas war, wenn hier irgendwer geschossen hat. Das rechne ich aber auch einer Nachnutzung zu. Ich gehe nicht davon aus, dass dieser Mast noch aus Wehrmachtstagen da steht. Ja, und hier sind dann entsprechend diese Bahnen. Das sieht schon urig auf. Es ist nur die Frage, ob man da noch in irgendeiner Weise eine Struktur hat. Ein paar Geschossabweiser irgendwo stehen oder so. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Aber wir schauen uns hier noch mal so ein bisschen im Gelände um. Und ja, wenn ich halt noch was Nennenswertes finde, werde ich euch das natürlich auch zeigen. Ich denke, ich folge jetzt erstmal diesem schmalen Weg da auf diesen Wall hoch und dann gucken wir mal. So, da kommen wir her, über den Wall. Jetzt laufen wir hier mal lang, weil das hier recht wegsam scheint. Das ist also so ein Pfad, ein bisschen ausgetreten.
Da gucken wir mal erst gleich am Ende dieser Anlage, ob wir da noch irgendwelche interessanten baulichen Strukturen finden. Ansonsten gibt es hier gleich Resümee und Schluss mit Video. Ne? Ich habe hier noch eine andere Struktur. Wenn das auch so schwierig ist wie diese Bahn hier, dann wird es schwierig. Dann weiß ich noch nicht, was ich draus machen kann. Hier ist so ein kleiner Wall plötzlich am Ende dieser Schießbahn. Ja, der da mal später hingekommen ist. Ach, guck mal hier, guck mal hier. Guck mal an, das ist ja ganz hervorragend, dass wir noch hingekommen sind. Das heißt, wir haben hier definitiv noch Struktur. Das sieht ja ganz interessant aus. Ist nur die Frage, was ist es? Ich sagte ja, der Fahnenmast, diese Beflaggung, die ist natürlich nicht mehr aus Wehrmachtszeiten. Hier hat irgendjemand, komm mal, irgendjemand später angelegt. Das ist jetzt halt die Frage, wer war es? Oh, und wem sind diese Markierungen da zuzuordnen? Ja. Da schleppt wieder einer so ein Ding an. Ich hoffe, man konnte es sehen. Jetzt gehen wir doch mal hier vorne hin. Das ist natürlich sehr schön, dass wir das hier noch sehen. Dann wird das Video doch noch ein bisschen runder. Ja. Ich lasse das einfach mal laufen. Hier ist auch so ein kleiner Pfad. Kann sein, dass hier wild lang gelaufen ist. Vielleicht war hier aber auch ein Mensch, ja, wobei es ein bisschen sehr schmal. Ich tippe da eher auf wild. Ich glaube auch nicht, dass hier viele Leute, allgemein viele Leute sich hier aufhalten und lang laufen. Ich denke, das ist schon recht verwaist hier das Ganze. Ja, so, wir gehen jetzt mal eben diesen kleinen Anstieg hier hoch. Und dann haben wir hier oben auf jeden Fall Markierungen. Oh, so. Das Ganze wirkt, also es wirkt so amerikanisch auf mich. 12, 13, 14, 15 wird die 11 gestanden haben. Die Grundstruktur, das ist auf jeden Fall Wehrmacht. Das erkenne ich, also das habe ich auch so in der Art. Gibt es das auch in Münster zu sehen. Münster-Hiltrup, die Ecke. Da ist dann auch eine Schießbahn, die ist sehr viel kleiner, aber die war dann in Nachnutzung der Briten. So. Ich gehe jetzt noch einmal da vorne diesen Wall hoch, um auf die andere Schießbahn drauf zu schauen. Und da schalte ich euch wieder zu. Ich muss jetzt nur mal eben kurz den Hund hier abstellen. Ich kann nämlich mit dem da nichts anfangen da drauf. Da unten steht das Früchtchen. Ich bin hier auf dem Wall. Und hier haben wir diese ganzen anderen kleinen Bahnen. Und was wir hier auch haben, was man vielleicht gar nicht so toll sehen kann, aber doch da vorne sieht man so den Horizont. Das ist also sprich die gesamten Bahnen über, die gesamte Länge über, ist das hier mit diesem Betonkugelfang ausgestattet. Eine explizite Begehung dessen, das ersparen wir uns jetzt hier. Ich denke nicht, dass das jetzt wahnsinnig interessant ist. Das heißt, wir gehen hier zurück, da über die Schießbahn drüber her und schauen mal, ob wir da hinten irgendwie einen einigermaßen Weg finden, dass wir hier von dem Gelände wieder runterkommen. Weil an Struktur jetzt so, würde ich jetzt persönlich sagen, ist es okay, haben wir genug gefilmt, müssen wir nichts mehr haben. Kann nur noch sein, dass irgendwie ein Bonus kommt. Also schauen wir mal. Perfekt, da kommen wir her. Hier gehen wir über das Ding drüber her. Und was haben wir da unten? Hier haben wir einen super Weg. Und dann gehen wir jetzt zurück zum Kfz. Man kann hier natürlich, wenn man noch mehr Zeit hat und wenn es allgemein ein bisschen kühler ist, könnte man hier länger laufen. Aber so mit dem Hund geht das jetzt hier nicht. Das ist einfach nicht vereinbar. Das sind nämlich noch ein paar Kilometer bis zu der anderen Struktur. Ja, sagen wir mal so ungefähr 3, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Aber dann geht es ja in die Richtung jetzt auch noch wieder zurück. Ist mir alles zu lang. Und deshalb hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Drückt mir die Daumen,
wobei das jetzt auch keinen Sinn mehr macht, wenn das Video veröffentlicht ist, dass ich die nächste Struktur filmen kann. Hierzu hatte ich gesagt, in einem anderen Video, das weiß ich gar nicht, ob ich das vor diesem Video überhaupt veröffentlichen kann. Jetzt wird es verrückt. Aber egal, das hier ist der neue Bekleidungssatz der Bundeswehr. Das ist die neue, ja, ich weiß gar nicht, Kampfjacke lang oder irgendwie so heißt die. Muss ich nochmal aufs Etikett gucken, ich kann mir sowas immer schlecht merken. Die wollte ich mal austesten, die habe ich mir besorgt. Und wir haben auch hier die aktuelle Kampfhose der Bundeswehr. Das ist jetzt in diesem Fall von Firma Scharrer so ein Modell. Es wird auf jeden Fall ein Review dazu geben, zu diesen Sachen, wie gebrauchsfähig die sind. Eines aber vorweg, auch wenn das jetzt hier mit dem Video an sich nichts zu tun hat, die Belüftungsöffnungen, die Möglichkeiten, die man hier hat, sind super. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hose auch ganz toll mit der Belüftung. Du schwitzt dir nicht den Arsch ab, ne? Du behältst viel mehr Energie am Körper, weil der Körper ja viel weniger Energie braucht, um sich zu kühlen etc. pp. Gut, gehört hier wirklich nicht hin, aber nur mal eben so vorab, weil ich da gerade recht euphorisiert bin. Wir gehen jetzt hier weg von der leider nicht filmbaren ehemaligen Standort Schießanlage. Allerdings haben wir ja die Wehrmachtsstruktur gesehen und ich könnte mir vorstellen, da hinten, das war gerade amerikanische Nachnutzung, noch ein Zeuge daraus. Ich werde dem nochmal nachgehen. Vielleicht kann ich da noch was in Erfahrung bringen. Ich schreibe euch das wie immer in die gelben Untertitel rein und jetzt ist aber Schluss. Macht's gut. Lasst gerne ein Abo da, schreibt was Zielführendes in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao.